Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Viertelfinal-Video, also Video 5. Jetzt heute mit den zweiten Entscheidungen. Wir wechseln hier einmal rüber zu der Excel-Tabelle, damit ihr auch wisst, wovon wir sprechen. Und zwar geht es heute um, ich markiere es einmal, Gruppe C und Gruppe D. Wir haben ja schon im letzten Video gesehen, die erste Hälfte, die weitergekommen ist. Glückwunsch nochmal an Magic Marble, Lenny Penny, Holti und Guardian of Gravitrax. Heute ermitteln wir die 4 weiteren Halbfinalisten. Verlieren wir nicht zu viel Zeit, ihr kennt das ganze Spiel. Wir fahren 5 Runden, so wie im letzten Video auch. Die grüne Kugel beginnt, dann kommt die blaue, rote, dann die silberne. Wechseln wir einmal rüber und starten. Und ich blende euch die Rundenzahl und die Reihenfolge ein. Dann geht's los. Da hat die Kamera einmal gewackelt. Gravitrax 2019 hier mit einem Vorsprung, aber Famkratra kommt hier gut ran an Nalo Action Clips. Man muss mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, dass jetzt wieder andere Farben sind. Gravibahn kommt hier auch sehr schön ran an das Ganze. Und wie gesagt, ich werde wie beim letzten Video immer die Reihenfolge, die ihr oben links seht, immer am Ende der Runde einmal aktualisieren, einfach weil es das Stream Deck sonst nicht so hergibt, dass es sonst so flüssig laufen würde. Also mal gespannt hier bei der Wippe, da wird nämlich hier Nalo komplett verdrängt, ist jetzt kurz auf dem letzten Platz, kann jetzt aber links außen vorbeiziehen und bleibt trotzdem dadurch auf dem ersten Platz, beziehungsweise erobert sich den ersten Platz. Hier, guckt mal Leute, wird komplett verdrängt, nach hinten wird dann wieder angestoßen, rollt zurück und dann haben sie links die ganz schnelle Strecke, dann gehen wir rein in die Runde Nummer 2. Nalo blieb da leicht hängen, wurde dadurch direkt eingeholt von allen anderen. Und jetzt haben sie da leider die langsame Schiene, werden da jetzt viele Plätze verlieren, kommen als letztes in den Lift, obwohl sie da gerade eben als erstes durch diesen Separator durchgegangen sind. Also viele Plätze da bei Nalo verloren gegangen. Da sind wir mal gespannt, ich habe es gerade nicht gesehen, wer als erstes in den Trichter rein ist. Ich glaube, es war Famkratra, ja, genau so ist es auch. Dann Gravibahn jetzt hier mit der langsamen Schiene, wird dann dadurch auch eingeholt von Gravitrax 2019. Jetzt hier mit der Wippe einmal nach hinten durchgereicht und jetzt auf der linken äußeren Linie kann Nalo sich zumindest den zweiten Platz wieder erobern, nachdem sie da so viele verloren haben. Und dann gehen wir rein in die dritte Runde. Und warten mal, bis sie oben sind. Hier wieder oben über diese Fläche, da kann man verschiedene Routen, können die Kugeln da nehmen. Hier fahren sie alle durch diese Trichter durch. Da habe ich mir mit einem kleinen bisschen Klebeband festgemacht, weil ich sie wirklich sehr schräg gemacht habe. Dafür sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und deswegen hat da ein bisschen Klebeband ausgeholfen, damit das Ganze solide hält. Und dann gehen wir mal weiter hier wieder in den Lift rein. Und dann haben wir jetzt Halbzeit geschafft. Jetzt geht es wieder darum, die ersten beiden nehmen da die langsame Schiene. Hier kann man es ganz gut sehen. Die silberne Kugel wird jetzt hier durchziehen, kommt zumindest, zieht sogar an Famkratra ran, bleibt dann aber in dieser Wippe leider ein bisschen hängen. Und dadurch kann Gravitrax 2019 auf der äußeren Schiene mal komplett vorbeiziehen und geht auf Platz 1 nach vorne. Und dann gehen wir in die vorletzte Runde jetzt. Also richtig gute Runde von Gravitrax 2019, sich hier in eine gute Ausgangsposition gebracht. Und Gravibahn, ja, einige Runden jetzt schon eher hinten dran. Mal gucken, dass sie jetzt kurz vor Ziel noch nach vorne kommen. Haben jetzt hier eine schnelle Schiene, können außen vorbeifahren. Da kommen alle ungefähr gleichzeitig in den Trichter rein. Und Famkratra verliert da ganz viele Plätze. Ist jetzt auf dem letzten. Geht in den Lift rein. Da kann Gravibahn zumindest einen Platz gut machen. Da sind wir mal gespannt. Da habe ich auch eine lange Zeit rumtüfteln müssen, da auch mit dieser Wippe. Das hat sich, glaube ich, 3-mal während der Bau geändert. Da haben wir ein richtiges Durcheinander. Und das leider, Gravitrax 2019 hat richtig lange im Trichter gebraucht und dadurch konnten sie auf der linken Spur nicht das aufholen, was sie da verloren hatten. Dann gehen wir rein in die letzte Runde. Jetzt geht es darum, wer kommt weiter. Die besten Karten haben Famkratra und Gravibahn, aber Nalo auch ganz dicht hinten dran und Gravitrax 2019 ist ja auch noch nicht aus dem Rennen raus. Da ist halt oben, kommen alle richtig gut durch. Famkratra vielleicht sogar noch am besten, die hinteren 3, aber müssen hier die langsame Schiene nehmen, werden dadurch eingeholt und gehen dann in den Trichter rein. Und Gravibahn jetzt ganz vorne auf dem ersten Platz, kurz vor Start und Ziel. Also kann eigentlich nur noch die langsame Schiene und die Wippe den so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen, weil die Kugeln sind so dicht hinten dran, dass gefühlt jeder noch eine gute Chance hat. Na, schauen wir jetzt mal, was passiert. Wer wird das Rennen gewinnen? Gravibahn hier, wird verdrängt von der ersten, von der zweiten und bleibt hängen. In der letzten Runde. Famkratra gewinnt, zweiter wird Gravitrax 2019, Nalo wird dritter und oben Gravibahn ganz traurig hängen geblieben. Also echt schade für Gravibahn hier in der letzten Runde so auszuscheiden. Also Glückwunsch, Famkratra für den ersten Platz, Gravitrax 2019, Nalo wird dritter und Gravibahn wird vierter.
Dann blende ich das hier einmal aus und dann gehen wir rein in das zweite Rennen. Ihr seht schon, grüne Kugel ist Luffy, Karl ist mit der blauen Kugel unterwegs, Bastis Kugelbahn rot und Vierfü mit der silbernen Kugel. Dann gehen wir rein in das letzte Rennen des Viertelfinals. Einmal die Reihenfolge, einmal die Runde. Let's go! Ich habe euch hier oben die Anzeige, die ihr da oben links seht, ein bisschen größer gezogen, weil ich kann das gut sehen. Auf meinem großen Laptop kann man die Reihenfolge sehr gut beobachten. Aber wenn man es auf dem Handy das Video anschaut, dann ist es für euch ein bisschen klein gewesen. Boah, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen größer gezogen für euch. Einfach als Service. Wenn ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, für das ganze Video eigentlich egal, um was es geht. Sound, Lautstärke, Qualität, mein Gesicht, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge immer gewünscht, oder schreibt es mir auf Discord. Hier bleibt die blaue Kugel richtig lang hängen, also Karl kann sich da aber noch retten, kann jetzt ein bisschen wieder ranziehen. Da haben wir eine neue Reihenfolge. Und zwar Bastis Kugelbahn wählt als erstes durch die erste Runde. Vierfü, Luffy und dann Karl. Und dann gehen wir rein in die zweite Runde. Und ich bin schon überlegen, die nächste Bahn, ob ich vielleicht sogar dreimal durch den Lift fahre. Ich weiß es noch nicht. Das ist ja, nimmt auch immer so einen kurzen Spannungsmoment raus. Gibt mir aber hier die Möglichkeit, auch noch diese Highlight-Videos einzublenden. Und das finde ich ganz cool. Aber dreimal in den Lift ist dann vielleicht doch ein bisschen zu lange Runde. Ich bin mal gespannt, weil ich habe so viel Gravitrax-Zeug. Ich kann eigentlich jede geile Bahn bauen. Auch wenn ihr da Vorschläge für irgendwelche Elemente in der Rennbahn in der nächsten habt, immer rein damit. Freue ich mich über alles. Und auch beim letzten Mal haben wir ja so viele Ideen von Zuschauern übernommen. Also da habt ihr gute Chancen, dass wenn ihr dann eine geile Idee habt, dass wir die dann auch einbauen in die nächste Rennstrecke. Jetzt aber weiter mal zum Renngeschehen. Bastis Kugelbahn ist erster, Vierfü zweiter, Luffy dritter und Karl vierter. Also sprich, es hat sich gar nichts an der Reihenfolge geändert. Hier können wir nochmal schön im Highlight sehen, wie hier Luffy verdroschen wird. Kann dann aber doch noch sich durch bei Karl durchsetzen. Zumindest im Trichter direkt dahinter. Oder war er komplett verprügelt auf dieser Wippe. Ich hatte so Bock, die einzubauen, weil es einfach immer so ein Durcheinander gibt. Man dadurch nicht so richtig voraussagen kann, wer denn hier gewinnt. Jetzt hat Vierfühler ganz viele Plätze in diesem Trichter verloren. Ist ja noch lange, wir haben jetzt Halbzeit. Aber gerade vom zweiten Platz gedrängt werden auf den vierten. Mal gucken. Die Wippe hat man ja eigentlich keinen Nachteil, wenn man dadurch nach vorne kommt. Nur ist es eigentlich fast egal, weil danach kommt dieser Trichter und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Und kaum was gesagt, Karl, mal kurz dezent vom letzten Platz auf den ersten Platz nach vorne gegangen. Da kann man sehen, was die Wippe alles ausmacht. Erstmal alle in der Wippe verdrängt, dann gut durch den Trichter durchgekommen und dann erster geblieben. Und Karl zieht jetzt hier richtig nach vorne. Und Luffy bleibt dann leicht hängen, hat dadurch Vierfü direkt im Nacken. Jetzt gucken wir mal, wer von den beiden da hinten am schnellsten in diesen Trichter reinkommt und vor allem, wer sich als erstes durchsetzt. Vierfü auf jeden Fall. Viel, viel schneller. Luffy da jetzt ein bisschen dran, glaube ich, gesehen zu haben. Dann haben wir noch 1,5 Runden jetzt. Nochmal in den Trichter hoch auf diese langsamen Schienen, zumindest für die ersten beiden Kugeln. Und dann kann da die blaue Kugel, also Karl, richtig schön ranziehen. Verdrängt dort alle, geht als erstes durch den Trichter, hat jetzt einen guten Vorsprung. Hat Bastis Kugelbahn mal dezent verdrängt und Luffy bleibt da sehr lange im Trichter. Den kann jetzt auch auf der linken Seite da ein bisschen aufholen. Dann blende ich euch hier mal die neue Reihenfolge ein. Da hat sich nur hinten was getan. Luffy und Vierfü haben die Plätze getauscht. Dann gehen wir in die letzte Runde. Also wer sind unsere letzten beiden Halbfinalisten? Bastis Kugelbahn, schöne Abkürzung da über diese Fläche genommen. Kommt dadurch sehr nah ran, übernimmt jetzt auf jeden Fall die Führung durch diese schnellen Schienen. Und Karl muss hier gucken, dass er nicht komplett verdrängt wird. Also jetzt gerade eben Erster gewesen, jetzt muss er dann mit dem dritten und vierten Platz kämpfen. Das sind genau die Plätze, die man nicht haben möchte. Also jetzt hier Finale, letzte halbe Runde. Und wer wird das Rennen gewinnen? Bastis Kugelbahn hier mit einem massigen Vorsprung, wird aber der Wippe überhaupt keine Konkurrenz haben. Jetzt entscheiden es die letzten drei, glaube ich, unter sich. Basti scheint durch zu sein. Wer wird den zweiten Platz aufkriegen? Basti gewinnt hier das Rennen. Zweiter wird Vierfü. Dritter Karl und Luffy wird Vierter. Boah. Also hier waren richtig viele Überholmanöver dabei. Glückwunsch an Bastis Kugelbahn und Vierfü. Danke auch an Karl, Luffy fürs Mitmachen. Wir haben ja genug Turniere, da kann jeder irgendwann mitmachen. Wir sehen auch hier, guck mal, wie bunt das hier ist, ne? Blau, Silber, Grün, Rot, Rot, Rot. Also Rot sehr oft weitergekommen, aber es ist wirklich alles dabei. Also bin mal gespannt. Als nächstes bauen wir eine Bahn. Ich würde es am liebsten streamen. Ich habe mir extra ein Kabel geholt, damit ich meine Webcam verlängern kann. Da kann man die Bahn zusammenbauen, wenn wir das Ganze schaffen. Da hätte ich Bock drauf. Aber
Jetzt erstmal fleißig in die Kommentare schreiben, sagt mir, was euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das auch gerne mit einem Like zeigen, subscriben und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann freue ich mich auf das Halbfinale mit euch. Da wird es dann 2 Rennen geben, das geht ein bisschen länger. So, bin mal gespannt. Schöne lange Rennstrecke, die geil werden wird. Und dann sehen wir uns im Halbfinale. Macht's gut, ciao!